Schön, dass ihr wieder reingeklickt habt und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dennis kocht. Wir befinden uns in der Vorbereitungsphase und das Training der Mannschaft hat wieder angefangen. In den nächsten Folgen wollen wir euch als Special ein wenig zeigen, wie wir frühstücken, was wir zum Mittagessen vorbereiten und was es abends gibt. Wann gibt es Kohlenhydrate, wann lieber Proteine oder wann etwas Leichtes. Und als erstes starten wir mit dem Frühstück. Zwei Sachen, die beim Frühstück auf keinen Fall fehlen dürfen, ist das Birchermüsli und das Porridge. Wir starten jetzt mit dem Birchermüsli. Für das Birchermüsli brauchen wir einen Apfel. Den waschen wir nur ab und reiben ihn mit Schale. Als nächstes nehme ich eine Banane. Und immer vorsichtig bei der Reibe, ganz schnell sind die Finger mit drin. Was jetzt noch hinzukommt, was vielleicht nicht jeder erwartet, ist die Möhre. Und das passt eigentlich auch wunderbar, weil die Möhre hat eine leichte Süße und auch so ein bisschen was Herzhaftes. Und süß und herzhaft passt ja sowieso immer sehr, sehr gut. Als nächstes kommt der Joghurt und der Quark hinzu. Mein besonderer Tipp ist tatsächlich, versucht mal Heumilch. Es gibt einen Heumilch-Joghurt oder auch einen Heumilch-Quark. Und der schmeckt noch mal so ein bisschen blumig nach einer frischen Weide. Und das ist morgens einfach noch schöner. Jetzt kommt noch etwas Quark hinzu. Und das Ganze vermengen wir jetzt erst einmal. Ich verwende am allerliebsten gekeimte Haferflocken. Das hat den Vorteil, dass beim Keimen der Haferflocken Energie freigesetzt wird. Und dadurch haben die Haferflocken eine viel, viel höhere biologische Wertigkeit, machen länger satt und sind einfach viel gesünder für den Körper als ganz normale Haferflocken, die oft auch die Magenschleimhäute verkleben können. Dazu kommen jetzt noch etwas Leinsamen und Chiasamen. Wenn man die verarbeitet, muss man sie entweder zerschroten oder man muss sie einlegen und einweichen. Einweichen tun sie jetzt automatisch in unserem Birchermüsli, weil man das sowieso eigentlich am besten einen Tag vorher macht, weil dann kann es richtig schön durchziehen. Wenn die Chiasamen so gegessen werden, muss ich leider sagen, kommen sie genauso wieder raus, wie sie reingekommen sind und bewirken für unseren Körper gar nichts. Das Ganze rühren wir jetzt wieder durch. Um das Ganze noch ein bisschen zu süßen, verwende ich gerne Honig. Zum Schluss gebe ich immer gerne noch ein paar Walnüsse dazu. So hat man noch mal so ein bisschen was zum Knacken drin. Da ich und auch unsere Spieler es gerne ein bisschen cremiger mögen, gebe ich noch ein bisschen Milch hinzu, um das Ganze ein bisschen schlotziger zu machen. So, das sieht richtig gut cremig aus und macht richtig Hunger. Das stelle ich jetzt in den Kühlschrank. Am besten bereitet ihr euch das den Abend vorher vor oder auch gerne morgens für den nächsten Tag mit und dann immer weiter, sodass ihr im Flow seid, dass das immer schön durchziehen kann. Porridge ist wirklich eine sehr, sehr einfache Geschichte, aber genauso lecker. Fürs Porridge nehme ich am liebsten Mandel- oder Hafermilch, was auch mal eine gute Alternative zur normalen Milch ist. Die kochen wir als erstes auf. Wenn man Hafermilch oder Mandelmilch kauft, dann sollte man wirklich darauf achten, welche Inhaltsstoffe verwendet worden sind. Schaut wirklich, dass es so wenig sind wie möglich. Am besten, es sind wirklich nur Mandeln drin, Wasser, vielleicht noch ein bisschen Meersalz, maximal einen Stabilisator, damit es nicht sofort umkippt. Wenn die Milch anfängt zu kochen, gebe ich die Haferflocken hinzu, rühre sie ein und lasse das Ganze noch einmal aufkochen und danach nur noch ziehen. Die Haferflocken quellen jetzt auf und unser Frühstück ist schon fertig. Birchermüsli versus Porridge. Beides ist super gesund, beides ist super lecker. Aber ihr entscheidet, ob ihr es morgens lieber etwas kühler oder etwas wärmer mögt. Aber wir toppen es auf jeden Fall mit Früchten. Das mögen die Jungs am allerliebsten. Das war der erste Teil von unserem Frühstücksspecial. Ich hoffe, es hat euch gefallen und euch etwas inspiriert. Die Zutatenliste findet ihr wie immer am Ende eingeblendet. Viel Spaß damit!